Stell dir vor, du sitzt in einem Auto. Du fährst auf einem amerikanischen Highway deines Weges. Du hast alle Zeit der Welt. Hinter den rötlichen Bergen geht die noch rötlichere Abendsonne unter. Deine Autofenster sind offen, weil die Klimaanlage kaputt ist. Aber das ist okay, weil der Fahrtwind angenehm ist. Was kann dich in deiner Zufriedenheit aufhalten? Regen, Fenster zu und Scheibenwischer an. Ein aufgewirbelter Stein verursacht höchstens einen Kratzer. Ein Kaktus, je nach Größe könnte das schon das Ende deiner Fahrt sein. Ein Flashflood, das wäre definitiv das Ende. Das Auto, das ist der Tierkonsum. Und die Flashflood, das ist der Veganismus, der den Tierkonsum wegspült. Ich grüße euch. Vor 12.000 Jahren hat sich eine Gruppe Menschen gedacht, das ist eigentlich schon ziemlich nervig, immer Tiere zu jagen und im Wald Beeren zu pflücken. Lasst uns doch einfach mal ein paar Tiere fangen und einsperren und ein paar Samen auf den Boden werfen und schauen, was passiert. Und zack, 12.000 Jahre später stehen wir hier und können im Supermarkt Hühnereier, Mozzarella und Leberwurst kaufen. Warum essen bzw. konsumieren wir Tiere? Isaac Newton hilft uns hier. Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, sofern jener nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Tiernutzung und Tierhaltung haben sich etabliert und bewährt. Geradlinig ist der Tierkonsum seinen Weg gegangen und keine Macht hat es vermocht, ihn von seinem Weg abzubringen. Kraft und Gegenkraft. Schauen wir uns die Kräfte des Tierkonsums an. Fleisch und Sekrete der Tiere nähren uns. Ihre Häute wärmen uns. Ihre Einfältigkeiten amüsieren uns. Ihre Blicke und Zuneigungen erfreuen uns. Ihre Körper informieren uns. Kurz, wir leben von und mit Tieren. Sehen wir uns ins Gesicht. Schauen wir uns unsere Zähne an und unseren Darm. Wir sind Allesfresser. Wir sind Jäger. Es entspricht unserer Natur, Tiere zu halten und zu töten. Der Tierkonsum ist eine Erfolgsgeschichte. Er versteht sich von selbst. Oder warum hat bis jetzt noch so gut wie jedes Volk, jede Nation, jede Kultur Tiere gejagt, gehalten und getötet? Warum gibt es keine veganen Gesellschaften? Der Tierkonsum ist wie eine Lawine, die alles unter sich niederwalzt, unterdrückt. Doch was ist das? Eine Hand und noch eine Hand und ein Kopf und unzählige Köpfe und unzählige Gestalten. Überall erheben sich Menschen aus der Lawine, weil sie es leid sind, die Lasten des Tierkonsums zu tragen. Sie wollen mit der Tradition, der Normalität, der vermeintlichen Natürlichkeit und Notwendigkeit des Tierkonsums brechen. Sie wollen nicht mehr akzeptieren, was in den Schlachtanlagen, Ställen und Laboren abgeht. Der Tierkonsum zieht seine Kraft aus der Geschichte und der nachträglichen Rechtfertigung dieser Geschichte. Wir machen etwas, was sich bewährt. Und dann finden wir eine Rechtfertigung dafür. Wir haben uns nicht überlegt, ob es okay ist, Tiere zu halten und zu töten. Wir haben das einfach gemacht. Und danach, da kamen dann die ganzen Rechtfertigungen und Legitimierungen. Der Mensch ist Allesesser, Tiere essen sich ja auch gegenseitig, Pflanzen haben auch Gefühle. Also nicht, weil es okay ist, Tiere zu töten, töten wir Tiere. Nein, umgedreht. Weil wir Tiere töten, ist es okay, sie zu töten. Der Tierkonsum hat einen unlauteren Vorteil. Er ist schon in den Köpfen der Menschen und den Strukturen unserer Gesellschaft verankert, bevor das vernünftige Denken überhaupt einsetzt. Wir leben nicht jahrelang als weißes Blatt und entscheiden uns dann mit 18 für oder gegen den Tierkonsum. Nein, wir liegen mit dem Tierkonsum schon in unserer Wiege. Wir nähren uns durch ihn im Bauch unserer Mutter. Und was kommt am Ende dabei heraus? Leute, die Lachsmilies setzen und unter Vegan-Videos schreiben, darauf erstmal ein Steak. Warum essen wir Tiere? Die Frage macht ein Problem deutlich. Im Umgang mit Tieren stimmt etwas nicht. Das ist die andere Seite, die Gegenkraft. Das ist der Veganismus. Welche Gegenkraft nun hat der Veganismus anzubieten? Lasst uns hier nicht an Pathos sparen. Der Veganismus hat die Befreiung von Mensch, Tier und Natur auf seiner Seite. Er hat Empathie und Mitleid auf seiner Seite. Er hat die Lebensbejahung auf seiner Seite. Er hat die Liebe und die Gerechtigkeit auf seiner Seite. Er hat das Wasser auf seiner Seite. Welches Wasser, fragt ihr? Das Wasser, mit dem wir uns unsere in Tierblut getränkten Hände sauber machen können. Der Tierkonsum ist ein vorübergehender Zustand. Machen wir den Newton und zwingen den Tierkonsum zur Änderung. Katapultieren wir ihn mit all unserer Kraft bis ans Ende des Universums und darüber hinaus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kauft euch doch mal eine Schleuder oder ein Katapult oder ein Trebuchet oder was auch immer und katapultiert den Tierkonsum so weit hinaus wie möglich.
und rutscht gerne mal noch auf dem Like- und Abonnier-Button aus. Was die da oben, beziehungsweise die da unten oder die da hinten oder die da drüben oder wer auch immer, was sie uns ja verschweigen, ist, dass Homosexualität gar nicht natürlich ist, sondern dass es Isaac Newton war, der die Homosexualität erfunden hat. Und was noch viel weniger Leute wissen, ist, dass Isaac Newton gar keine Jungfrau war. Sein Biograf hat ihn mal gefragt, wie er sie mag. Und dann hat er gesagt, I like them thick as f***. Und dann hat sein Biograf gesagt, ja Sir Isaac, das können wir aber so nicht schreiben. Und dann hat Isaac Newton gesagt, dann schreibt doch einfach das. The greater the mass, the greater the force of attraction.